Hallöchen und herzlich willkommen bei der ersten Folge unseres neuen Formats Trikottausch. Ich bin Dominik, das ist Jan, wir sind beide 27, beide normalerweise bei OneFootball unterwegs und beide hier im privaten Rahmen. Genau, aber was machen wir hier eigentlich privat? Dominik hat schon gesagt, Trikottausch heißt der Channel oder Kanal, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Der Name liegt schon nahe, wir reden über Trikots und haben uns dabei ein paar Formate überlegt, bei denen wir am Anfang erstmal über aktuelle Leagues sprechen wollen. Wir würden uns das die Leagues der Woche bezeichnen. Am Anfang wollen wir erstmal nur auf Bundesliga-Vereine schauen. Das heißt, die Bundesliga steht erstmal allein im Fokus. Dann gehen wir über zu den Full-Kit-Wankern. Klingt despektierlich, ist aber eigentlich ganz lieb gemeint. Ihr werdet noch genau sehen, worum es dabei geht. Als dritten Punkt haben wir dann die Storytime. Das ist ein Punkt, bei dem wir eine nette Geschichte, persönlich oder auch ein bisschen faktischer, das sehen wir dann, zu einem Trikot unserer Wahl erzählen werden. Das muss kein aktuelles Trikot sein, das kann auch ein Trikot sein, das vielleicht älter ist als wir. Lasst euch überraschen. Und am Ende haben wir dann noch das Quiz der Woche. So sieht's aus, genau. Und wir wollen gleich in die Vollen starten und beginnen mit den Leagues der Woche. Wir haben uns vorgenommen, wir beginnen mit der Bundesliga und damit müssen wir dann auch ganz oben beginnen. Und in dem Fall heißt das dann seit 9 Jahren der FC Bayern München. Ganz genau. So, wie gesagt, der FC Bayern München macht den Anfang und glücklicherweise, wenn wir uns hier mal auf die Leagues der Woche beziehen, hat der Rekordmeister schon sein komplettes Ensemble präsentiert, Jan. Ja, also ganz offiziell logischerweise noch nicht, aber glücklicherweise bietet das Internet ja zahlreiche Leaks. Wir haben euch dann nur die besten Quellen rausgesucht. Eine davon ist Mask Jerseys und die haben uns das erste Bild oder erste richtig gute Bilder von dem neuen Heimtrikot geliefert. Wir sehen, wenig überraschend ist es vor allem rot, was ein Bayer-Trikot halt so ausmacht. Aber ansonsten viel mehr ist es eigentlich auch nicht, oder? Tatsächlich nicht, also angenommen, es wird bei dieser finalen Version bleiben, erinnert es sehr stark an das Weltmeistertrikot von 2014 mit diesem, wir kennen das alle, dieses glorreiche V, was erst verschrien wurde, letztendlich hat es uns den Weltmeistertitel gebracht, dementsprechend dann doch wieder cool und mehr wird es dann wahrscheinlich nicht sein. Also wir haben eine relativ klassische rote Front und das V wird in einem Weinrot-Bordeaux abgesetzt. Also ein ganz leichter Unterschied, es ist wirklich nicht viel. Es kursiert so ein bisschen, sagen wir mal, das Gerücht, dass es so an Anlehnung an das Superman-Logo erstellt wurde, in Bezugnahme auf die Superhelden auf und abseits des Feldes im Umfeld des FC Bayern. Gut, wie gut sie dann oder wie super sie nächste Saison sein werden, das werden wir mal abwarten. Aber das Trikot ist meiner Meinung nach jetzt erstmal nicht so super. Tatsächlich nicht, nee, würde ich mitgehen. Finde ich, sieht es dann schon beim neuen Auswärtstrikot der Bayern aus, das mit diesem ja aktuell doch sehr beliebten Look aus schwarz-goldener Kombination kommt. Also es ist größtenteils, wieder laut Masked Jerseys, die erste Bilder geliefert haben, schwarz und liefert dann aber eben auch goldene Applikationen, was eben auf den ersten Blick super edel aussieht. Wir haben es diese Saison bei Barca, bei Ajax gesehen, alles richtig schicke Trikots. West Ham. West Ham auch, genau. Deswegen grundsätzlich gefällt mir das auf jeden Fall viel besser. Absolute Zustimmung, würde ich mitgehen, wenn da nicht dieses kleine Detail vorne wäre. Wir gehen natürlich immer noch von dem Leak aus, deswegen wir wissen nicht, wird es am Ende so aussehen. Sollte es am Ende so aussehen, haben sich die Bayern da tatsächlich vergriffen wie bei Buenos Haar. Wenn man sich das Trikot von vorne anschaut, ihr seht es jetzt auch mal eingeblendet, dann hat man links an der Seite ja wie so eine gräuliche Applikation, wo wir jetzt schon vermutet haben, es könnte vielleicht die Allianz Arena irgendwie sein mit dieser leichten gräulichen Schlauchboot-Optik. Jedenfalls macht dieser ganze tolle schwarze goldene Ausgehanzug, wenn wir es als Trikot noch bezeichnen möchten, fast keinen Sinn mehr, weil man dieses Gräuliche mit reinpackt und wahrscheinlich aus bajuwarischer Sicht der größte Skandal, das Mir San Mir soll einem Münchner Stadtwappen weichen. Das ist auch ungewöhnlich, das dürfte auch die Bayern-Fans, glaube ich, nicht so sehr erfreuen. Und du hast auch gesagt, die Vorderseite, vielleicht wussten die Designer auch nicht so recht, ob jetzt einfach nur Schwarz-Gold auch nach dieser Saison, nach der Vorsaison dann, ob das dann vielleicht ein bisschen zu langweilig ist und hey, wir müssen doch irgendwas anderes machen. Es geht besser, grundsätzlich finde ich aber, es ist besser als das Heimtrikot. Wir kommen noch zum dritten Ableger des Rekordmeisters und was soll ich sagen,
Der Berg ruft in dem Fall, vielleicht die Zugspitze, vielleicht mehr. Auf jeden Fall auf dem Trikot, laut dem Exclusive von Footy Headlines, man kann fast von einem Gebirgsmassiv sprechen, was sich da auf dem Trikot widerspiegelt. Aus meiner Sicht ist es wahrscheinlich nur ein Trikot, das wird Pharrell einmal bei Instagram bekommen, das wird promoted, da gibt es einen coolen Gutscheincode und dann wird es einmal bei Holstein Kiel in der Pokalwoche getragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern wirklich oft mit diesem Trikot auflaufen werden. Das kann gut möglich sein, aber wenn, dann würden sie diesmal immerhin in Stil ausscheiden, ne? Wenn es dann wieder gegen Kiel geht. Also ich find das super schick. Das ist, es ist wohl so in Anlehnung an die wilden Jahre der 90er, was ja jetzt so ein bisschen wieder in Mode gekommen ist. Aber mit diesem alpinen Design, also auch wenn es irgendwie so auf die 90er abspielt, ist es halt doch wirklich was Neues. Und also ich finde das ziemlich cool. Es ist halt wirklich, es ist was Besonderes, aber es ist was Besonderes auf eine gute Art und Weise. Deswegen wahrscheinlich eigentlich sogar relativ schade, dass es nur das dritte ist und dann eher relativ selten zur Schau getragen wird. Aber ja, das Beste der 3 Bayern-Trikots, wie ich finde. Fairerweise muss man sagen, es ist tatsächlich mal was Neues. Also wenn man sich an die anderen Trikotdesigns sonst immer so anschaut und es soll eine Inspiration zu den vorherigen Jahren werden, dann muss man sagen, Chapeau FCB oder in dem Fall ja auch Adidas, ihr habt tatsächlich mal wieder was Neues erschaffen. Das gelingt euch ja in letzter Zeit auch nicht mehr so oft. Gut, in der Tabelle auf Platz 2 folgt aktuell nicht Borussia Dortmund. Bei uns hingegen kommt Dortmund jetzt an zweiter Stelle und das nicht nur, weil hier auch ein Dortmund-Trikot hängt, sondern weil bei Dortmund eben auch schon Leaks aufgetaucht sind. Da vom Heimtrikot kursierten schon so einige Bilder. AruBVB, der Twitter-User, hat uns kürzlich neue Bilder geliefert, ziemlich gute Bilder, die uns einen sehr guten Eindruck verschaffen, wie das Trikot aussehen wird. Und es ist, schwarz-gelb. Wer hätte es gedacht? Was? Es ist dafür diesmal mit relativ blanker Brust, wenn man auch so den Vergleich zu diesem Jahr zieht. Und dafür aber relativ wilde Ärmel, oder? Es erinnert ein bisschen an dieses Electec-Trikot von dieser Saison. Allerdings, wir beschränken uns diesmal auf die Ärmel und ich glaube, das ist auch das, was dem BVB da ein bisschen besser gelingt als zum Beispiel in dieser Saison. Dass man einfach sagt, wir besinnen uns wieder. Ich meine, Schwarz-Gelb ist eine Kombination, wo man sagt, das ist jetzt nicht unbedingt alltagstauglich, muss man fairerweise sagen. Aber dementsprechend an den Ärmeln darf man sich, glaube ich, ganz gerne austoben. Es wird allerdings, wenn ich mir dieses Muster so anschaue, garantiert Diskussionen geben hinsichtlich der neuen Handspielregel. Wo hört dieser Trikotärmel auf und wo beginnt die zu tätowierte Haut des Spielers? Das könnte tatsächlich ein Problem werden, was so die optische Geschichte angeht. Plus der Derby ist dabei, der ja sowieso sehr wild gemustert ist. Ob wir da wirklich immer dann einer Meinung sind. Aber sonst gefällt es mir erstmal im ersten Moment sehr gut. Gut, dass die Handspielregel bis jetzt noch nicht kompliziert genug ist. Ich finde in jedem Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das Trikot in dieser Saison ein bisschen schöner. Und das nicht nur, weil ich Pokémon-Fan bin, sondern also mir sind diese Ärmel einfach zu wild. Also gefällt mir wirklich nicht so sehr. Gut, zum Auswärtstrikot können wir euch leider noch keine Bilder liefern. Da sind wir aber auch nicht die Einzigen, denn tatsächlich wurden bis jetzt einfach noch keine Bilder geleakt. So ist das leider. Aber die Farben stehen offenbar schon fest. Laut Footy Headlines wird es eine Kombination aus Schwarz und Grau, was eigentlich ziemlich gut klingt, ne? Da war doch was, oder? Es wäre besser, also ein perfekteres Match könnte ich mir, glaube ich, gar nicht vorstellen für Dortmund. Wir hatten schon 2019, meine ich damals, war es das Sondertrikot Kohle und Stahl. Das ging weg wie warme Semmeln. Das haben sie nur einmal gegen Fortuna Düsseldorf getragen. Ein Riesending gewesen, nachträglich. Jetzt hat man ja nochmal dieses Schwarze bisschen aufgegriffen. Und also was Besseres kann in Dortmund theoretisch nicht passieren. Traditionell publishen sie das Auswärtstrikot aber tatsächlich auch immer erst relativ spät am Saisonanfang. Dementsprechend sollten sie den Weg gehen, wäre es überragend. Es wäre auf jeden Fall besser als diese Graffiti-Version von dieser Saison. Also warten wir mal ab, die Farben klingen auf jeden Fall vielversprechend. Absolut. Das große Cup-Trikot bei Borussia Dortmund stellt ja mittlerweile auch immer so eine kurze Philosophiefrage dar und in dem Fall ist es relativ spannend. Das ist tatsächlich so, denn ein Bild wurde schon geleakt, das ist ein verdammt grelles Gelb, muss man so ganz ehrlich sagen, auch irgendwie in Anlehnung mal wieder an die 90er, da war ja was. Komisch. Aber man muss sich tatsächlich fragen, wird es am Ende so aussehen? Dortmund, oder anders, die Dortmund-Fans haben auf diese Leaks bereits reagiert, und zwar nicht ganz so erfreut.
Vor allem, weil das Logo fehlt. Das liegt ja an dem neuen Template von Puma, was wir auch schon bei anderen Vereinen oder auch Nationalmannschaften so gesehen haben, unter anderem Italien, die ja ihr Trikot für die Nationalmannschaft bereits veröffentlicht haben. Und der BVB hat deswegen auf Twitter sogar schon reagiert und angekündigt, dass das Trikot, oder sagen wir versprochen, dass das Trikot, so wie es geleakt wurde, am Ende nicht so aussehen wird. Von daher ist aktuell noch ein bisschen offen, oder ziemlich offen, wie es dann am Ende tatsächlich aussehen wird. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir sagen euch, wenn es was Neues gibt. Ja, das war's damit auf jeden Fall erstmal mit dem BVB. Genau. Wir kommen zur anderen Borussia, die es schon 9 Jahre länger gibt als die aus Dortmund, und zwar die aus Mönchengladbach. Und die hat ihr Heimtrikot ja schon am Samstag gegen Stuttgart vorgestellt. Genau, letztes Heimspiel der Saison ist auch irgendwie nichts Untypisches, ne, dass man da das Neue schon mal trägt. Was soll man sagen? Ja, ist halt auch wieder weiß, grün und so ein bisschen schwarz. Das ist typisch Borussia Mönchengladbach. Und trotzdem ist was anders, ne? Also wenn man so auf die Details schaut, da erkennt man was man so seit 40 Jahren nicht mehr gesehen hat. So sieht's aus, genau. Wir haben diesmal das Emblem mit dem grünen Hintergrund, und gerade die älteren Generationen werden sagen, grünes Emblem im Hintergrund, das kenne ich doch. Richtig, das gab es schon mal in den 70ern. Natürlich, Gladbach bezieht sich sehr, sehr gerne auf die 70er, kein Wunder bei der Vereinsgeschichte. Und das gab es in den 70ern tatsächlich auf verschiedenen Trikots, auch schon in irgendeinen Sondereditionen in den 60ern tatsächlich. Aber das, also eine bessere Reminiszenz kann man, glaube ich, kaum wählen. Und ist auch ganz schön, nicht immer nur in die 90er zurückzukehren, sondern auch mal ja, in die 70er, in die erfolgreichen Zeiten ja, bei der Borussia aus Gladbach, aus Mönchengladbach. Trikot an sich, finde ich, ist schlicht, ist angenehm. Das mit dem grünen Hintergrund ist halt gewöhnungsbedürftig, aber es hat ja einen historischen Hintergrund, von daher kann ich persönlich damit ganz gut leben. Womit ich nicht leben kann, ist die Hose. Also das erinnert mich so ein bisschen an Clownschule. Also ich finde grundsätzlich, eine Hose sollte nicht gemustert sein im Fußball. Dafür hat man das Trikot. Also ich bin Vertreter der schlichten Hosen, vielleicht ein paar Streifen drüber. So 3 Streifen oder vielleicht mal 1 Streifen, je nachdem welcher Hersteller es dann ist. Aber so diagonal und dann gefühlte 50 Streifen, also das tut mir ein bisschen in den Augen weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist die Hose als Lifestyle-Objekt, offensichtlich. Diese Hose ist dafür gemacht. Lasst das Trikot weg, lasst die Stutzen weg, nehmt einfach nur ein weißes T-Shirt, nehmt die weißen Sneakers, geht damit meinetwegen nach Malle auf den Strand, ganz egal. Aber diese Hose ist tatsächlich, heftig. Wir kommen zum nächsten, ist es ein Verein? Wir nennen ihn in dem Fall mal Verein. Zum nächsten Bundesligisten. Zum nächsten Bundesligisten, die ihr Trikot bereits vorgestellt haben. Wir kommen zu Leipzig, und die haben ein Trikot vorgestellt, bereits im Pokalfinale gegen den BVB, wo ich sagen würde, Jan sagt, er findet es aufregend, und ich sage, jo, das regt mich auf. Ja, so ist es. Also ich finde grundsätzlich klar, es ist erstmal rot-weiß, das ist wahrscheinlich so das, was am ehesten klassisch Rasenballsport Leipzig ist. Und dann ist es auch wieder so ein bisschen was Besonderes. Es ist definitiv kein Design von der Stange. Ich würde mich darauf festlegen, dass wir das Design bei maximal ganz wenigen Vereinen noch sehen werden diese Saison. Bis auf die Seitenlinien, hattest du gesagt. Bis auf die Seitenlinien tatsächlich, aber es geht ja um das, was man auf den ersten Blick sieht, und das ist halt so das sind diese wilden Linien, und das finde ich ganz cool. Es ist zwar wild, aber ich finde, es ist wild in einem angenehmen Maße. Zum einen, weil es zweifarbig ist, rot-weiß, das passt. Und was ich grundsätzlich, unabhängig von dem Verein jetzt, definitiv sympathisch finde, ist, dass es so ein bisschen das widerspiegelt, wofür Leipzig auf dem Platz stehen möchte. Also es sieht sehr dynamisch aus, es sind so verschwommene Linien, es sieht aus wie, da ist Bewegung drin in diesem Trikot, obwohl es an sich ja statisch ist. Und so diese Dynamik, das ist ja das, wofür der Leipziger Fußball auch steht. Und deswegen, also grundsätzlich finde ich das, also auch vom optischen Eindruck her, finde ich das sehr gelungen. Und dann eben auch im Zusammenspiel mit der Philosophie. Fairerweise muss man den Leipzigern zugutehalten, oder dem Trikotdesign in dem Fall, dass sie es geschafft haben, dass das Logo farblich abgestimmt mit dem Rest ist, was wahrscheinlich auch nur bei Leipzig überhaupt in der Form möglich wäre. Da wir mal davon ausgehen, dass die Leipziger hinsichtlich
Trikotdesign und Marketingmöglichkeiten eine gewisse Flexibilität mitbringen. Gut, manchmal spielt natürlich auch der Aussteller ein bisschen mit, ne, dass man das auch machen darf. Bei Augsburg hatten wir es, glaube ich, letzte Saison. Bei dem Auswärts- oder bei dem dritten Trikot. Auch bei dem Heimtrikot ist komplett. Ja, aber ist natürlich ansonsten wirklich sehr selten. Also in dem Fall es rundet das für meinen Geschmack gut ab, ja. Wir kommen zum Full Kit Wanker der Woche. Diesmal vom FC Barcelona. Ja, 10 von 10. Sehe ich ganz genauso. Also Stutzen, Hose, Shirt, alles aus derselben Saison, beziehungsweise aus derselben Zeit. 10 von 10, besser geht's nicht. Das war der Full Kit Wanker der Woche. Gut, kommen wir damit dann jetzt zur Storytime. Der Punkt, bei dem wir ganz willkürlich ein Trikot vorstellen. Ein Trikot ganz nach unserem Belieben. Beziehungsweise, was heißt nach unserem Belieben? Dominik, du hast was mitgebracht, oder? Ich habe da mal was vorbereitet. Es geht diesmal um dieses gute Stück. Und zwar diesmal Real Madrid auswärts, Saison 2009-2010, das gute Stück. Und wir beginnen jetzt erstmal ganz kurz, ganz klassisch damit. Es ist dunkelblau gehalten, hellblaue Applikation. Das macht es für mich schon mal zu einem sehr gelungenen Auftritt. Hat auch noch eine leichte Applikation hier oben, natürlich der große Sponsor. Und es hat eine nette Besonderheit, und zwar, dass dieser Colorway bereits in der Saison 2003-2004 schon von den Madrilenen getragen wurde. Damals waren es die absoluten Galacticos, Ronaldo, Zidane, Roberto Carlos, Luis Figo, klar. Dazu kam noch David Beckham und dann hat man sich bei Real Madrid mal gedacht, Galacticos hatten wir schon, wir sind gerade sportlich auf dem darbenden Weg, wir müssen neue Beine investieren und holen einfach Cristiano Ronaldo, Kaká und Karim Benzema. Genau, alles ganz gute Fußballer. Ich glaube, Xabi Alonso war auch noch dabei. Die konnten schon einiges, genau. CR7 war damals noch CR9, natürlich, denn da spielt ja noch die große Clublegende Raúl. Und dementsprechend, also einen schöneren Übergang hätte man, glaube ich, farblich nicht wählen können. Ja, also auf jeden Fall auch ein sehr schönes Exemplar. Und jetzt aber hier vor dem FC Barcelona. Ich glaube, das wollen die Real-Fans sehen, ne? Ganz genau so. So sieht das aus. Damit sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Eine Rubrik haben wir noch, nämlich das Quiz der Woche. Ist, glaube ich, größtenteils relativ selbsterklärend. Da wir von Trikot sprechen, ist das Quiz Trikot bezogen. Und zwar hat in dem Fall heute Dominik ein Trikot mitgebracht, das dann jetzt hier quasi eine Woche lang hängen wird. Und ihr müsst, genauso wie ich, erraten oder herausfinden, Wissen ist besser als raten, ne? Wahrscheinlich schon. Welches Trikot das genau ist, also welcher Verein, welche Saison, heim oder auswärts. Das ist mal ein bisschen schwieriger, mal ein bisschen leichter. Ich bin gespannt, wie schwierig oder wie einfach es gleich ist. Genau, zeig doch mal, was du mitgebracht hast. Wir fangen relativ einfach an, würde ich zumindest sagen, mit dem Verein. Ansonsten viel Spaß beim Raten. Genau, wir klären das natürlich dann nächste Woche auf. Dominik, hoffentlich. Es sei denn, ich weiß es auch so. Mal gucken. Vereinswappen habe ich schon mal gesehen. Aber genau, wir hoffen, euch hat die erste Folge von uns gefallen. Wenn ja, dann, ich glaube, ihr kennt das Spielchen. Liken und abonnieren, wie das auf YouTube halt so läuft. Und das war's dann schon von uns beiden. Bis zum nächsten Mal.